mein Alltag beginnt meistens so um 9:30. Da stehe ich langsam auf. Meistens sehe ich noch Sophia, weil sie das Haus erst um 10 Uhr verlässt. Die arbeitet ja im Modavi Office. Dann sitze ich meistens am Tisch, mache mir einen Kaffee. In der Zeit liegt Fritzi noch im Bett und schläft. Genau, und dann ist immer verschieden. Also ich habe sozusagen 2 verschiedene Morgenroutinen. Manchmal schreibe ich dann morgens Tagebuch und wasche Wäsche. Und manchmal mache ich Sport. Genau, also ja, wir machen beide mal jeden zweiten Tag Sport. Manche machen wir es gleichzeitig, manchmal ist es halt versetzt die Tage. Ich stehe meistens so um 10:30, 11 auf. Genau, und dann mache ich entweder auch Sport, frühstücke aber davor immer was und mache auch einen Kaffee. Ja genau, und dann machen wir jetzt so eine Sachen, die irgendwie noch nötig sind, dass wir Wäsche waschen. Ich bin oft am Handy, gucke Netflix. Ja, und wir besprechen halt beim Frühstücken, was wir dann mit den Kindern halt am Tag machen wollen. Und ja, unser Frühstück, also wir frühstücken auch verschiedene Sachen. Ich esse jetzt gerade immer Chiasamen mit Granatapfel, Äpfel, irgendwelches Obst, was ich finde auf der Straße. Ja, mein Frühstück ist nicht so vielfältig. Es ist immer Toast mit Nutella oder Butter und Salz oder Erdnussbutter. Ja. Manchmal auch Cornflakes. Sehr süß. Ja, die Katzen kommen uns auch mal zu Besuch. Ja, wenn wir Sport gemacht haben, gehen wir halt noch duschen. Ansonsten morgens schminken tun wir uns eigentlich nicht, weil es viel zu heiß ist. Haare immer zusammen. Genau, Haare machen wir immer zusammen, weil bei den Kindern kriegt man sehr schnell Läuse und es ist super heiß. Also wenn man im Bus sitzt, schwitzt man sich komplett voll. Und deswegen ziehen wir auch keine Klamotten an, die uns irgendwie wichtig sind. Sie hat Klamotten an von ehemaligen Freiwilligen. Ich habe so Ranzklamotten an. Ansonsten also Schmuck oder so ist dir selbst überlassen. Genau. Ich finde es halt einfach schön, deswegen trage ich ihn. Um ca. 12:30 Uhr oder 13 Uhr, ja, 12:30 Uhr, verlassen wir halt das Haus. Und dann besorgen wir halt noch Sachen für Unterricht, die wir halt vielleicht brauchen. Sowas wie Papier oder Scheren oder irgendein Bastelzeug. Und dann genau, gehen wir halt zum CMBT, also zu der großen Straße. Dann steigen wir da in den Bus, der zum CMBT fährt sozusagen. Achso, ja, auf den. Und dann CMBT nehmen wir 46G. Genau, und dann fahren wir damit eine gute Stunde zur Arbeit. Im Bus hören wir eigentlich immer Musik. Genau. Einfach, es ist halt unglaublich laut. Also diese ganzen Geräusche vom Traffic ist halt unglaublich. Wir sitzen halt immer nebeneinander im Bus. Immer. Und ja, also in dem Viertel, wo wir arbeiten, kommen wir dann so gegen 14 Uhr halt an. Und dann ist da eine große Straße, da gehen wir halt dann lang, dann ist halt ihre Bananenfrau. Und da gehen wir dann halt, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal 10 Minuten sagen, zu Fuß einfach eine Straße runter und dann links abbiegen. Genau, weil wir können kälter essen, da kriegen wir einen schönen Reis mit Soße. Ansonsten kaufen wir uns einfach irgendwas an der Straße, so Samosa oder sowas. Ja. Und dann kommen wir so um 14 Uhr, also um die 14 Uhr kommen wir an im Shelter und sagen erstmal allen Hallo. So. Kommt es drauf an, was wir machen. Also wenn wir jetzt Präsentation am Laptop machen, arbeiten wir lieber im Office, da haben wir einen Schreibtisch, haben wir Stühle. Aber wenn wir jetzt was basteln, also wir malen auch oft so, machen so wie Memory Do-it-yourself. Sind wir meistens in diesem Aufenthaltsraum, wo wir auch unterrichten. Und dann ist meistens schon Sangita da, also die Kleine, ganz kleine. Die kommt aus dem Kindergarten. 5 oder 4, ich weiß gar nicht. Ja. Keiner weiß es Alter. Ja, genau, mit der spielen wir dann ein bisschen und machen halt eigentlich ganz viel Unsinn. Ja, und ab und zu kriegen wir Tee serviert, also ja. Chai. Genau, das geht dann eigentlich so bis um 4:30. Genau, und dann kommen eigentlich alle Kinder aus der Schule gleichzeitig. Dann ist auf jeden Fall erstmal ganz viel Trubel, also alle kommen reingelaufen, überfallen einen halb. Müssen sich umziehen dann sofort und machen ihre Haare, putzen erstmal das ganze Haus. Aber wir helfen schon eigentlich überall so ein bisschen mit. Genau, dann bis 5 ist ungefähr eine halbe Stunde, macht man halt so Haare. Ja, das versuchen wir mal anzustreben. Und dann ist es halt nicht unterschiedlich, also manchmal haben wir Präsentationen. Manchmal haben wir... Fangen wir mit einem Spiel an, ein Warm-up oder so. Wir machen sehr viel, was die Welt betrifft. Also wir machen jetzt nicht so eine Landkarte, so eine Matheunterricht oder so, machen wir eigentlich nicht. Wir machen halt sehr viel Allgemeinwissen. So. Ja. Natürlich nicht zu schwer, also man kann halt nicht so krass extrem in diese politischen Richtungen gehen. Das ist, weil man hat halt immer noch so 7-, 8-, 10-Jährige bei, die wahrscheinlich noch die Hälfte des Lebens gar nicht zur Schule gegangen sind. Ja, also wir machen jetzt echt nicht so Schulsachen und wir sind auch eher Freundinnen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt die Lehrer sind. Wir reden halt mit denen auch über normale Themen, also wie mit einer Freundin. Und das ist uns eigentlich auch extrem wichtig und natürlich können wir auch verstehen, wenn die manchmal keinen Bock auf Class haben, weil wie oft saßen wir in der Schule und hatten keinen Bock. Aber eigentlich haben die immer Bock auf Class. Ja, es ist halt manchmal schwer, die so ruhig zu stellen. Die sind halt immer super aktiv, vor allem wenn die wollen halt auch Nähe, also man merkt extrem, die kommen zu einem gelaufen, die fassen einen an. Und es ist untereinander so ein Konkurrenzdenken bei denen, von wegen also der Freiwillige muss jetzt bei mir sitzen
und sowas. Also das ist halt ganz krass, es ist halt wie eine Riesenfamilie, deswegen meinte ich auch, wir sagen am Anfang immer Mami und Daddy Hallo, weil das halt so, hier ist es halt nach so einem Familiensystem, sage ich jetzt mal. Also der Chef ist Daddy und die Mutter ist halt die Mutter so und alle nennen die auch Mami und Daddy und das finde ich eigentlich ganz cool, dass das auch alles das sind halt Sisters. Um 10 vor 6 oder kurz vor 6 fangen die ja meistens an, ihre Schulsachen rauszuholen. Oder davor snacken wir halt, also wir snacken immer nach der Class und dann helfen wir denen halt. Also dann kommen die mit verschiedenste Sachen. Englisch, dann lesen wir Geschichten vor, Mathe haben wir das eine Mal geholfen. Genau. Ja, und nach den Hausaufgaben, ja, das klingt dann halt so ein bisschen aus, wir machen das mit denen und dann irgendwann stehen wir halt auf und sagen, ey, wir gehen jetzt, sagen Tschüss und dann machen wir uns auf den Heimweg. Genau. Das ist halt auch der Punkt, also ja, man ist schon froh, dass man halt dann die andere Person bei sich hat. Es ist dann halt schon echt sehr dunkel, also der Sonnenuntergang war auf dem... Und es ist halt auch ein sehr armes Viertel. Also dann wird viel angelabert auf der Straße, das ist nochmal extrem mit Handschütteln. So, ey, und ja, die sind dann... Man fällt halt einfach auf. Manchmal kaufe ich mir da noch Gemüse und Obst, weil es halt da günstiger ist. Und Idli, ja, ich habe da auch meine Idli-Frau. Genau. Ich liebe Idli. Deswegen kaufe ich mir da immer Idli für mein Abendessen. Dann steigen wir wieder in den gleichen Bus, fahren, wenn wir Glück haben, eine Stunde zurück und nicht länger. Meistens länger, viel länger. Meistens länger, weil der Verkehr ist abends Katastrophe. Vor allem im CMBT ist super viel Stau. Und ja, dann kommen wir halt erst so halb 9? Ja, halb 9 oder so an. Dann essen wir, also ich esse mein Idli, manchmal holt Fritzi sich Toaster, auch am Streetfood-Stand. Also wir essen eigentlich immer Streetfood. Ist halt einfach günstig und mega gut. Und dann, genau, ist Sophia auch schon von der Arbeit zurück und dann sitzen wir meistens zu dritt am Tisch und essen was. Sophia hat schon gegessen, aber sie leistet uns Gesellschaft. Und dann quatschen wir über den Tag, tauschen uns eigentlich immer aus. Also, ich weiß nicht, also Gespräche sind bei uns hier in der Wohnung eigentlich immer vorhanden. Ja, genau, dann gehen wir duschen. Auf jeden Fall duschen. Wenn es nötig ist. Und dann ansonsten entspannen wir eigentlich. Ja, wir machen uns dann eigentlich bettfertig und gucken Netflix oder, weiß ich nicht, hängen auf YouTube. Ja. Und dann macht man sich, ja, dann geht man schlafen, würde ich sagen. Das war unser Alltag. Ja, ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir konnten euch ein wenig inspirieren. Hat uns gefreut, ja. Tschüssi. Ciao.